Hallo Freunde der Sonne! Ja, ihr seht es, endlich mal wieder Sonne und das im tiefsten Winter hier in Paraguay. Die letzten Videos gab es ja eher aus schlechterem Wetter, aber das lag daran, dass ich das schöne Wetter lieber ausgenutzt habe, um das da zu bauen, zusammen mit 1 bis 2 Leuten. Und ja, jetzt sind die Bauarbeiten damit ja beendet. Habt ihr ja sicherlich im vorigen Video gesehen, wie wir das gebaut haben. Wenn nicht, dort könnt ihr es nochmal nachschauen. Und ja, es bringt halt nichts, wenn man schöne Räume hat, also einen großen Container, einen kleinen Container und eine große Garage und da keine Lagerfläche hat. Und deshalb musste ich natürlich auch Regale bauen. Und ich habe mich dazu entschieden, der Einfachheit halber alle Regale in den Container zu stellen. Und man glaubt gar nicht, wie viel Platz man hat in so einem Container. Aber was das für Regale sind und wie ich die gebaut habe, das seht ihr jetzt hier in diesem Video. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. So, dann fangen wir doch mit dem ersten Regal an. Das steht hier im Container drin bereits. Das ist ein flexibles Regal. Also man kann es bewegen und verstellen und woanders hinstellen. Also im Prinzip ein freistehendes Regal. Und wie ich schon sagte, Wahnsinn, was da für ein Platz drin ist, was man da alles drin bunkern kann. Es ist relativ einfach gebaut, habe ich komplett selber gebaut. Was habe ich gemacht? Nun, ich habe hier diese Vierkantrohre 30 x 30 x 2, glaube ich, also 2 mm dick und dann 30 x 30 Schenkellänge. Und daran habe ich verschweißt diese L-Profile 20 mm. Ja, die habe ich hier halt unten drunter verschweißt. Einmal da drunter an diesen Vierkantprofilen verschweißt. Dann habe ich natürlich auch noch Querverschweißungen gemacht. Wie auch immer man das nennen möchte, damit das Ganze natürlich auch Stabilität hat. Und darauf wollte ich dann ursprünglich eine etwa 15 mm MDF-Platte oder Schichtholz, nein, wie heißt das? Leimholzplatte machen. Aber die kosten hier ein Schweinegeld. Und ja, da habe ich mich dann umgehorcht, was es denn preiswerteres gibt. Und das preiswerteste an Holz, was so geeignet ist für so ein Regal, ist tatsächlich Eukalyptus, nämlich Eukalyptusbretter, und die habe ich dann gekauft. Die sind ungefähr 25 mm dick, sind 2,50 Meter lang, plus minus. Also sie sind halt, ja, ich habe sie hier nicht abgeschnitten. Einerseits, weil ich das nicht unbedingt machen wollte, andererseits, damit ich euch das mal zeigen kann. Also sie sind halt eine Top-Qualität. Sie sind krumm und schief geschnitten teilweise, so von den Enden her, und teilweise sind sie auch verzogen. Aber das liegt auch daran, dass sie noch relativ feucht sind. Sie sind teilweise jetzt schon gerissen, aber das spielt für mich hier drin so überhaupt gar keine Rolle. Für mich ist nur wichtig, dass ich irgendwas habe, wo ich dann mein ganzes Zeug draufstellen kann. Und dafür sind die allemal gut. Sie waren sägerau, also gesägt, wie sie aus dem Sägewerk kommen. Und ich habe sie dann noch mal ein bisschen beschliffen, einfach nur das Gröbste ab, die gröbsten Sägespäne ab. Und damit man sich hier nicht verletzt und damit die Oberfläche ein bisschen besser ist. Natürlich musste ich diese Bretter hier konstruktionsbedingt ein wenig einschneiden, damit ich die auch da vernünftig reinlegen kann. Aber das war mir von vornherein klar, das hatte ich so geplant. Gibt dem Ganzen auch nochmal ein bisschen Stabilität, und ja, die Bretter können halt nicht großartig verrutschen, nicht großartig runterfallen. Nur das Oberste, das liegt einfach nur so an. Da habe ich das letzte Brett mit einer einzigen Schraube hier gesichert, und damit kann da auch nichts passieren. Also es kann nicht versehentlich irgendwie hier so runterkippen, und alles andere ja, wird sich halt mit der Zeit zeigen. Jetzt bin ich dabei, noch ein Regal zu bauen für dort hinten. Da hinten an die Rückwand meines 6 Meter Containers,
Da kommt jetzt auch noch ein Regal hin. Allerdings wird dieses wesentlich einfacher gebaut. Da mache ich einfach nur Winkel, die ich dann hier an diese Wand anbringen werde. Und wie ich die mache, das zeige ich euch jetzt natürlich auch. So soll das Ganze dann im Prinzip aussehen. Es ist einfach nur ein Winkel, hier mit 90 Grad und dann hier nochmal abgestützt. Und diese Seite wird dann später an die Containerwand angeschweißt. Natürlich kann man das auch anschrauben. Dafür ist ja dieses L-Profil prädestiniert. Dieses Winkelprofil, ich glaube hier heißt es L-Profil. Und ja, könnte man theoretisch hier 1, 2, 3 Löcher reinbohren, je nachdem wie viel man möchte. Natürlich auch abhängig davon, wie man es belasten möchte. Und dann könnte man es an jede beliebige Wand schrauben, wenn die das aushält. Wobei bei diesen Backsteinen, die hier überall verwendet werden, ja, da wäre ich mir nicht so sicher, dass die so viel aushalten. Deshalb die Variante mit dem Schweißen. Was man noch dazu benötigt, was ganz sinnvoll ist, ist natürlich ein Schraubstock. Und den habe ich auch aus Deutschland mitgebracht. Gibt's hier aber durchaus auch zu kaufen. Und auf diesem Wege nochmal vielen Dank an Ronald für deine tolle Werkbank. Du siehst, ich habe sie sinnvoll aufgebaut und sie hat mir bereits sehr gute Dienste geleistet und wird mir auch weiterhin noch sehr gute Dienste leisten. Also vielen Dank dafür. So, ich habe mir das Ganze jetzt mal mit dem Zollstock so hingelegt, wie ich das im Prinzip haben möchte. Nämlich hier meinen rechten Winkel. Hier kommt ja die Containerwand hin, beziehungsweise da wird es an den Container angeschweißt, an die Containerwand. Und hier oben habe ich dann meine Regalböden, meine Bretter drauf liegen, wo ich dann meine entsprechenden Sachen draufstellen kann. Und dann muss ich jetzt nur noch rausfinden, was ich hier für einen Winkel habe. Und dazu kommt mein toller Anschlagwinkel mit Winkelmesser beziehungsweise flexiblen Winkel zum Einsatz. Und je nachdem, wie genau man das anlegt, kommt man hier auf 65 bis 70 Grad. Vorhin hatte ich 70 Grad gehabt. Jetzt komme ich nur auf 65 Grad. So ungefähr. Aber es kommt nicht so auf einen Millimeter drauf an, weil das kann man dann entsprechend noch ziehen. So, und ich weiß, ich habe jetzt hier meine entsprechenden Abstände, die ich benötige. Ich habe 50 Zentimeter hier oben, 20 Zentimeter unten und dann habe ich noch einmal 50 Zentimeter hier an der Diagonale zur Unterstützung. Und somit habe ich insgesamt 1,20 Meter. Und das ist das, was ich jetzt erstmal von meinem L-Profil, meinem Winkelprofil abschneiden werde. So, jetzt muss ich mir meine Maße natürlich auch auf mein Werkstück übertragen. Ich hatte ja gesagt, dass ich den oberen Schenkel mit 50 Zentimetern haben möchte. Also mache ich mir eine Markierung bei 50 Zentimetern. Den nächsten Schenkel mache ich 20 Zentimeter lang. Markiere mir auch das. Und dann muss ich noch meine Winkel einzeichnen. Ziehe mir dazu erst meine Senkrechte nach unten bei beiden. Wobei das nicht wirklich so wichtig ist, habe ich festgestellt. Hauptsache, ich habe hier im oberen Bereich meine Markierung. So, und jetzt muss ich hier meinen 90 Grad Winkel reinmachen. Und 90 Grad ist nichts anderes als 2 mal 45 und die lege ich hier mit meinem Superwinkel an. Allerdings nicht bis ganz oben in die Spitze rein, sondern ich lasse hier 2 Millimeter Luft, nämlich ungefähr die Wandstärke, die dieses Material hat. So, meine 45 Grad Winkel einmal in die Richtung und auch in die andere Richtung mit 2 Millimetern Luft nach oben. Und auf der anderen Seite, hatte ich ja gesagt, habe ich 65 Grad gemessen, vorhin 70 Grad. Und da kommt mir jetzt hier mein flexibler Winkel zugute. 65 Grad, die muss ich natürlich auch halbieren. Das sind dann irgendwo so um die 32,5 Grad. Haben wir die
33 Grad ungefähr, legen die auch an, lassen da auch wieder 2 Millimeter Luft ungefähr, ziehen das nach unten und natürlich auch auf der anderen Seite nochmal schauen, ob sich das Ganze nicht verschoben hat. Jetzt garantiert. Ach nee. So, meine etwa 32,5 Grad, nein, exakt 32,5 Grad, selbstverständlich, weil wir sind ja hier Profis und machen Qualitätsarbeit. So, und den gleichen Winkel setze ich hier am Ende auch nochmal an, um dann da das letzte Stückchen abzusägen, weil das ja dann auch verbunden werden soll. Nicht anfassen, das ist heiß. So, und jetzt kommen wir dazu, das Ganze zusammenzubiegen. Dazu lege ich mir zuerst den rechten Winkel, da weiß ich nämlich, wie der sein muss. Den lege ich mir an meiner Backe vom Schraubstock und biege dann rum, so lange bis ich anschlage und sollte dann auch meine 90 Grad haben. Man sieht hier, dass sich das Ganze ein bisschen nach unten gedrückt hat, einfach aus dem einfachen Grund, dass sich hier unten, da hat sich das nicht, ist der Biegeradius etwas größer als hier oben. Das ist komischerweise immer so und dadurch dreht sich das im Prinzip etwas nach unten. Aber das kann man einfach korrigieren mit ein paar leichten Schlägen auf den Hinterkopf. Und schon hat man das Ganze hier wunderschön in einer Flucht. Kann mir hier nochmal meinen Winkel kontrollieren und sehe, dass der perfekt ist. Wunderbar. Und hier oben meine Luft ist so gut wie nicht gegeben. Und das ist eigentlich so das perfekte Ergebnis. So, jetzt hatte ich gerade eine kurze Unterbrechung. Mein Nachbar war nämlich da und hat mir gerade von seinen Hühnern ein paar ganz frische Eier gebracht. Ach, so liebe ich mir die Nachbarn. Herrlich. Die sind so nett hier alle. Wahnsinn. So, und jetzt als nächstes natürlich auch den anderen Winkel. Auch wieder genau das gleiche. Erstmal um 90 Grad biegen. Oder ein bisschen mehr, je nachdem wie viel geht. Ein paar leichte Schläge auf den Hinterkopf. Und dann den Rest biegen, bis ich hier oben ankomme. So, und jetzt haben wir das Ganze soweit. So ungefähr sollte das dann aussehen. Und dann wird das jetzt hier nur noch an dieser und vor allem auch an dieser Seite miteinander verschweißt. Dann punkte ich mir den als allererstes fest. Wie gesagt, weil das ist der Winkel, auf den es drauf ankommt. So, und dann kann ich das nächste schweißen. Das ist dann eigentlich egal, was ich als nächstes schweiße. Ich mache immer erst den hier und den untersten mache ich als allerletztes. Nicht schimpfen, wenn die Schweißnähte nicht ordentlich sind und wenn ich das nicht richtig gemacht habe. Aber ich habe vom Schweißen nicht wirklich Ahnung. Habe auch vorher in meinem Leben noch nie geschweißt, außer hier in Paraguay. Und das ist jetzt gerade mal, ja, 2-3 Wochen, dass ich das Schweißgerät habe. Ja, sieht doch schon fast gar nicht mal so schlecht aus.
Bin nicht ganz durchgekommen. Aber dafür schweiße ich hier gegen. Das muss ich noch ein bisschen üben, das mit dem Schweißen, aber es wird. Nachdem ich alle Winkel fertig geschweißt und lackiert hatte, ging es jetzt nur noch darum, diese dann irgendwie an die Wand zu kriegen. Und ich habe mich dazu entschlossen, die dann an die Containerwand anzuschweißen. Und das ist auch der Grund, weshalb der Container von außen so komische Flecken hatte, die ich ja im letzten Video erwähnt habe. Und das habe ich mit Bravour, nicht wirklich schön, aber doch stabil hingekriegt. Trotz der komischen Containerwände, die waren nämlich teilweise ganz schön eingedellt. Und deshalb hat das Ganze ein bisschen länger gedauert und war ein bisschen komplizierter. Aber im Endeffekt, naja, die Schweißnähte sind nicht wirklich schön, aber man sieht sie sowieso nicht. Deshalb ist mir das eigentlich auch völlig egal. Ich weiß, dass sie stabil sind. Ich habe auch in dem Zuge gleich die Rückwand mitgestrichen. Von innen natürlich gleich und von außen habe ich inzwischen den gesamten Container nochmal neu gestrichen. Aber das gehört jetzt eigentlich gar nicht hier rein. Winkel angeschweißt und dann eigentlich nur noch die bereits vorgestellten Bretter, die Eukalyptusbretter, draufgelegt. Das vorderste Brett einmal angeschraubt an jeden Winkel, damit das nicht nach vorne kippen kann. Und ja, zwischenzeitlich habe ich sämtliche Bretter auch mit einem Fungizid gestrichen. Das heißt, sämtliche Bretter wieder raus aus dem Container, auch aus dem Einregal, was ich schon vorher aufgebaut hatte. Und dann mit dem ja, Schutzmittel gegen Schimmel und Insekten eingestrichen. Und ja, jetzt habe ich mein Regal fertig. Ich habe es eingeräumt und ich bin begeistert, wie viel Platz ich damit habe. Und ja, das soll es dann jetzt hier eigentlich auch zu dem Thema gewesen sein. Das Video wird wieder ein Mammutding. Ich schaffe es einfach nicht, kurze Videos zu machen. Tut mir leid. Damit das Ganze jetzt nicht noch länger wird, mache ich es jetzt wieder ganz kurz und schmerzlos. Vielen Dank für das Interesse und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nico aus Paraguay.